Okay, schnallt euch an. Die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko bricht wirklich alle Rekorde. Wir reden hier von 48 Nationen und einem gewaltigen 104-Spiele-Format. Eine absolute historische Zäsur im Weltfußball. Aber wenn wir uns all diese Vorrundengruppen anschauen, gibt es eine, die sich jetzt schon als das absolute Dramazentrum dieses Turniers entpuppt. In dieser Analyse stürzen wir uns voll in die Gruppe H. Hier prallen der amtierende Europameister Spanien, die völlig unberechenbare Naturgewalt Uruguay, die neu formierten Falken aus Saudi-Arabien und der absolute Underdog Kap Verde aufeinander. Es geht um Genie, es geht um Wahnsinn und ganz ehrlich, um unfassbar hohe Einsätze. Fahren wir das Tempo mal kurz runter. Denn hinter all diesen kalten Taktikkonzepten und Datenmodellen liegt doch eigentlich das, was wir an diesem Sport so lieben: die rohen, unvorhersehbaren menschlichen Schicksale. Diese Gruppe ist nicht einfach nur ein Aufeinandertreffen von Systemen, es ist eine massive Kollision. Wir haben extrem bitteren menschlichen Herzschmerz auf der einen Seite und unerbittliche, fast schon kriegerische Abschiedskämpfer auf der anderen. Okay, tauchen wir direkt ein. Wenn wir uns diese Reiseroute für die Teams anschauen, das ist echt eine extrem faszinierende Dynamik. Die ersten beiden Spieltage am 15. und 21. Juni finden praktisch gebündelt an der Ostküste der USA statt, im hochmodernen Hard Rock Stadium in Miami und im geschlossenen Mercedes-Benz Stadium in Atlanta. Das heißt im Klartext: keine kräftezehrenden Inlandsflüge in der Frühphase. Dieser fehlende Reisestress ist ein riesiger Vorteil für die etwas älteren Kader. Aber dann am 26. Juni werden die Teams für das ultimative Finale nach Houston und ins unglaublich schwüle, extrem emotionale Guadalajara in Mexiko geworfen. Ein wahrer Schmelztiegel, der den Spielern physisch und mental wirklich alles abverlangen wird. Abschnitt 1: Spanien. Dominanz und ganz viel Drama. Spanien reist ja als amtierender Europameister und absoluter Top-Favorit an. Eigentlich schien diese perfekt geölte Maschine absolut unaufhaltsam bis zu diesem verheerenden Schicksalsschlag. Stellt euch das mal vor. Wir sind kurz vor der endgültigen Kadernominierung am 25. Mai 2026. Fermín López, das absolute Mittelfeldjuwel des FC Barcelona, spielt ein normales Ligaspiel. Ein unglücklicher Tritt und bam, alles ist vorbei. Eine Fraktur des 5. Mittelfußknochens. Operation. Definitiv monatelang raus. Sein großer WM-Traum zerplatzt wortwörtlich in einem Bruchteil einer Sekunde. Für so einen jungen Spieler ist das eine absolute Tragödie. Und für das spanische Zentrum ist dieser Ausfall extrem schwer zu verdauen. Und es kommt leider noch dicker für Spanien. Dani Carvajal fehlt aufgrund seiner Verletzungshistorie, Fabián Ruiz ist fraglich und Mikel Merino plagt sich mit Fußproblemen. Eine halbe Startelf wackelt. Aber hey, der Fußball schreibt manchmal einfach die besten Drehbücher, oder? Denn exakt in dieser massiven Krise zaubert Trainer Luis de la Fuente ein absolutes Wunder aus dem Hut. Gavi ist zurück. Nach 2 brutalen Kreuzbandrissen startet dieser Mittelfeldmotor den emotionalsten Ritt seiner Karriere. Er bringt genau diese aggressive Physis und Intensität ins Zentrum, die Spanien jetzt so unglaublich dringend braucht. Und steht endlich wieder Seite an Seite mit Lamine Yamal auf dem Rasen. Gänsehaut pur. Und hier wird es taktisch richtig spannend. De la Fuente verlässt sich nämlich nicht einfach auf stumpfes Ballgeschiebe. Er hat eine asymmetrische, vertikale Struktur etabliert. Indem Außenverteidiger wie Cucurella einrücken, schafft Spanien eine gewaltige Überzahl im Zentrum. Der absolute Clou daran: das gibt den unfassbar schnellen Flügelzangen, also Yamal und Nico Williams, den perfekten Freiraum. Die beiden werden regelrecht in direkte, für den Gegner furchteinflößende 1-gegen-1 Duelle gezwungen. Und hinten, da sichert das Innenverteidiger-Duo Kubasi und Laporte zusammen mit Rodri alles ab. Ein echtes Meisterwerk der taktischen Balance. Kommen wir zu Kapitel 2: Uruguays Pulverfass unter Marcelo Bielsa. Wenn Spanien für diese kalte, berechnende Dominanz steht, stürzen wir uns jetzt ins absolute Chaos. Und der Grund dafür trägt einen legendären Namen: Marcelo Bielsa. Seine taktische Philosophie, der berühmt-berüchtigte Bielsa-Ball, verlangt von den Spielern bedingungslosen Offensivdrang und ein extrem aggressives Gegenpressing über den ganzen Platz. Das ist ein System, das absolute maximale physische und mentale Fitness voraussetzt. Aber es ist eben auch ein gewaltiges zweischneidiges Schwert. Es kann den Gegner förmlich zerstören oder aber die eigene Mannschaft vollkommen ausbrennen lassen. Und das mit dem Ausgrennen ist absolut keine Übertreibung. Bielsa hat offiziell verkündet, dass nach dieser WM endgültig Schluss ist. Sein letzter Tanz. Gleichzeitig brennt die Kabine der Uruguayer lichterloh.
Die absolute Legende Luis Suárez hat Bielsas rücksichtslosen Führungsstil öffentlich zerrissen. Und sportlich stottert der Motor auch noch extrem. Uruguay schoss in den letzten 360 Minuten der Qualifikation mickrige 2 Tore. Dazu kommt, dass Manuel Ugarte, eines der größten defensiven Mittelfeldtalente der Welt, unter Bielsa oft nur auf der Bank sitzt, während Kapitän Federico Valverde sich auf dem Platz förmlich aufreiben muss, um das Team irgendwie zusammenzuhalten. Jetzt mal Hand aufs Herz, und das ist die Frage, die mich am meisten fasziniert. Versetzt euch mal in die Rolle des Trainers. Würdet ihr Darwin Núñez, den designierten Thronfolger von Luis Suárez, für einen Stürmer wie Rodrigo Aguea aus der mexikanischen Liga auf die Bank setzen? Und das beim größten Turnier der Welt? Genau das ist Bielsas umstrittenste und rätselhafteste Entscheidung im Sturmzentrum. Ist das jetzt der absolut geniale, unorthodoxe Schachzug eines Taktikgurus oder sehen wir hier live den Untergang der goldenen Generation Uruguays? Wir werden es herausfinden. Teil 3. Die extrem gefährlichen Außenseiter. Wenn sich die ganz großen Giganten in ihren eigenen Problemen verstricken, öffnet das natürlich die Tür für die Wildcards. Was hier bei Saudi-Arabien mega interessant ist, ist die enorme Veränderung. Hervé Renard, der Argentinien 2022 geschlagen hat, ist Geschichte. Im April 2026 hat der Grieche Georgios Donis das Ruder übernommen und eine absolute Abwehrmauer hochgezogen. Wir reden von einem ultradisziplinierten 4-3-3-System. Fast der gesamte Kader spielt in der heimischen Liga, mit nur einer einzigen Ausnahme. Saud Abdul Hamid spielt in Frankreich. Und dann nominiert Donis völlig aus dem Nichts einen 30-jährigen Nobody ohne Länderspiel. Angeführt wird diese ganze pragmatische Umschaltmaschine aber weiterhin vom 34-jährigen Magier, Salem Al-Dawsari. 37. Merkt euch diese Zahl. Das ist das Alter von Vucinic. Er ist der Torhüter von Kap Verde, dem kleinsten afrikanischen Land, das sich jemals in der gesamten Geschichte für eine Weltmeisterschaft qualifiziert hat. Ein echtes Fußballmärchen. Unter Trainer Bubista vertrauen die Blue Sharks von Kap Verde fast komplett auf Spieler der europäischen Diaspora. Taktisch setzen sie auf einen extrem kompakten 5-4-1-Block, der die Räume im letzten Drittel einfach komplett ersticken soll. Aber hier kommt das Drama der Underdogs. Abwehrchef Logan Costa von Villarreal laborierte an einer echt schweren Knieverletzung. Bubista ging hier das absolute All-in-Risiko ein. Er nahm Costa trotzdem mit, in der verzweifelten Hoffnung, dass er rechtzeitig fit wird. Aber hey, wenn deine Nation ihr allererstes WM-Turnier spielt, dann verlangt die Geschichte nach deinen besten Kriegern. Flankiert wird Costa übrigens vom MLS-Verteidiger des Jahres 2024, Steven Moreira. Da steht also ein richtig massives Bollwerk. Das alles gipfelt im absolut faszinierendsten taktischen Aufeinandertreffen dieser Vorrunde. Auf der einen Seite haben wir De La Fuentes variables, ballbesitzorientiertes Spanien, das seine Gegner durch diese smarte, zentrale Überzahl erdrückt. Und auf der anderen Seite Bielsas Uruguay, das auf maximale Reibung und hohes mannorientiertes Pressing setzt. Wenn Uruguay es nicht schafft, Spaniens rasante Flügelspieler Yamal und Williams zu stoppen und die erste Pressinglinie auch nur einmal überspielt wird, dann ist Bielsas System extrem anfällig. Es ist wirklich eine Begegnung zweier vollkommen gegensätzlicher Fußballphilosophien. Abschnitt 4. Die KI-Prognose für das ultimative Finale. Wir haben uns jetzt ausgiebig mit Taktik und dem menschlichen Drama beschäftigt. Aber was sagen eigentlich die kalten, harten Daten der Supercomputer von Opta und Squawka? Schauen wir uns mal die Wahrscheinlichkeiten an. Die Botschaft der Algorithmen ist wirklich überwältigend klar. Die KI sieht Spanien hier als absolut unantastbare, unvermeidliche Macht. Mit fast 82% Wahrscheinlichkeit auf den Gruppensieg schwebt Spanien völlig über den Dingen. Uruguay wird mit rund 21% zwar als sicherer Achtelfinalist gesehen, aber eben absolut nicht als Sieger dieser Gruppe. Schauen wir uns an, wie sich das laut Simulation aufbaut. Der Weg in die K.O.-Runde wirkt fast schon vorprogrammiert. Spanien überrollt Kap Verde locker mit 3:0 und kontrolliert die Saudis mit 2:0. Uruguay macht quasi exakt dasselbe. Sie schlagen Saudi-Arabien souverän 2:0 und buchen gegen Kap Verde vorzeitig ihr Ticket für die nächste Runde. Saudi-Arabien und Kap Verde reiben sich dann in einem physischen 1:1 unentschieden auf und dann, tick-tack, läuft wirklich alles wie ein unaufhaltsamer Countdown auf dieses eine finale epische Duell in der Hitze von Mexiko hinaus. Der 26. Juni,
Guadalajara. Die Daten der Supercomputer sind sich sicher. Die spanische Präzision wird an diesem Tag triumphieren. Die KI prognostiziert einen 2:1 Sieg für Spanien. Die Maschine glaubt fest daran, dass die brutale Effizienz von De La Fuentes System das chaotische, interne Pulverfass von Bielsas letzten Tanz einfach überwinden wird. Laut Daten spaziert Spanien also mit 9 Punkten als Erster durch die Gruppe, Uruguay folgt mit 6 Punkten auf Platz 2. Aber ganz ehrlich, hier ist der Punkt, den wirklich keine KI der Welt berechnen kann. Diese Algorithmen kennen die Verzweiflung eines Fermín López nicht. Sie können nicht messen, wie krass die wundersame Rückkehr von Gavi eine ganze Mannschaft elektrisieren kann. Sie verstehen den puren Stolz von Logan Costa nicht, der verletzt für sein Land auf den Rasen geht, oder die unglaubliche Wut von Darwin Núñez auf Bielsas Bank. Also frage ich euch, wenn der Ball im Sommer 2026 dann endlich rollt, wird diese kalte, fehlerfreie Logik der Maschine wirklich Recht behalten oder wird das pure, unberechenbare menschliche Drama dieser Gruppe H die Daten komplett zerschmettern? Behaltet diese Gruppe im Auge, Leute. Das wird uns alle garantiert in Atem halten.